Die Polizei von Seattle nahm die Verfolgung eines gestohlenen Porsche Cayenne auf, der in einen Vorfall mit Schüssen aus einem fahrenden Fahrzeug verwickelt war. In dem Moment, als sie glaubten, der Verdächtige würde anhalten, trat der Fahrer aufs Gaspedal und setzte zur Flucht an. Der Verdächtige setzte seine Flucht mit gefährlichen Manövern fort, doch die Polizei reagierte umgehend. Durch einen PIT-Manöver verlor das Fahrzeug die Kontrolle, schaltete in den Rückwärtsgang, doch auch das half nichts. Den Polizeikräften gelang es, das Fahrzeug erfolgreich zu stoppen. Als das Fahrzeug angehalten wurde, wurde der Verdächtige mit den Waffen festgenommen und ins King County Gefängnis gebracht. Die 3 Hunde im Fahrzeug konnten glücklicherweise unverletzt gerettet werden. Die Polizei wollte einen silberfarbenen Chrysler 300 anhalten, der mit 140 km pro Stunde an ihnen vorbeiraste. Der Fahrer hatte nicht die Absicht anzuhalten und trat das Gaspedal kräftig durch. Als der Fahrer eine Geschwindigkeit von 193 km pro Stunde erreichte, hatte die Polizei ein paar deutliche Worte für ihn. Um den Ampeln zu entkommen, fuhr der Fahrer an den wartenden Fahrzeugen vorbei. Indem er auf den Grünstreifen am Straßenrand fuhr, beging er ein weiteres Vergehen. Frontier Diner. Well, I'm right here in front of the outlets on the North Service Road. Getting on big 120. Obwohl noch nicht klar ist, ob der Fahrer nur einer einfachen Geschwindigkeitsübertretung entgehen wollte oder aus einem anderen Grund floh, machte das von ihm verursachte Risiko den Vorfall zu weit mehr als nur einem Verkehrsverstoß. Der Verdächtige, der seine Geschwindigkeit deutlich erhöhte, wechselte für die Flucht auf die Gegenfahrbahn und fuhr direkt auf entgegenkommende Fahrzeuge zu. Eine große Katastrophe stand kurz bevor. I'm going to be behind A4. Looks like a single occupant black male driver, goatee, do-rag. North on Otter Creek. Show me your hands! Show me your hands! In dem Moment, als das verdächtige Fahrzeug ins Schleudern geriet, gelang es dem Polizeifahrzeug, es durch ein perfektes PIT-Manöver zum Anhalten zu bringen. Der Verdächtige wurde unter Waffengewalt aus dem Fahrzeug geholt und außer Gefecht gesetzt. Der Fahrer, der in dem Moment seiner Festnahme keine Antwort auf die Frage der Polizei, warum hast du nicht einfach angehalten, wie viele Menschenleben hast du damit gefährdet, geben konnte, wurde mit Handschellen gefesselt und in Gewahrsam genommen. What's on this?
Wir zeigen Ihnen nun, wie eine routinemäßige Verkehrskontrolle mitten in der Nacht ein tragisches Ende nimmt. Die Vorgehensweise der Polizei mag manchmal kritisiert werden, doch die Bilder, die Sie gleich sehen werden, verdeutlichen, wie wichtig solche Routinekontrollen sind. Make my left on Ingram. In dem Moment, als die Polizisten das Fahrzeug anhalten wollten, eröffneten die Insassen das Feuer auf die Beamten und ergriffen die Flucht. Die Verfolgungsjagd, die mit einem solchen Angriff begann, endete äußerst tragisch. Southbound 26. Approaching Broadway. Eastbound on Broadway. Approaching Walker. Going east, just stop, stick up. Just locking in. Oh yeah. Approaching. You okay? Yeah, there's a trip running in the head to you guys. Yep, there's a trip right there. Der Grund, warum die Personen auf die Polizisten schossen, wurde bei späteren Ermittlungen bekannt. Es stellte sich heraus, dass die Personen einer radikalen Ideologie anhielten und die Ordnungskräfte gezielt ins Visier nahmen. Wenn Sie bis hierher zugeschaut haben und Ihnen das Video gefallen hat, vergessen Sie nicht, sich anzumelden. Wir sind jede Woche mit 2 neuen Videos und detaillierten Polizeiberichten für Sie da. I'm in that area. Alright, I'm trying to get a problem. Yeah, I'll get up there. So he's swerving all over the road and we already get a problem. Alright, it's occupied 2 times. He's now traveling into oncoming traffic with 2 flat tires. He's gonna lose control. Alright, he's coming up on 14th. Broadway. Still westbound. Nice screen. I'm coming up beside him. He's shooting over in oncoming traffic again. Alright, he's passing 7. Looks like he's gonna turn. South on 7. He just lost a tire. Yep, he lost the tire. Alright, get somebody beside him. Der Verdächtige, der es geschafft hatte, dem Polizeifahrzeug zu entkommen, während er auf einen geeigneten Moment zum Eingreifen wartete, fuhr im Zickzack weiter. Da es sich bei dieser Flucht um weit mehr als einen einfachen Regelverstoß handelte, wurde die gesamte Polizeieinheit über Funk informiert. Van Buren going, now crossing Van Buren crossing.
If somebody else can get another set of stop sneaking up, shoot the front tires. Alright, he's still going east? Still going eastbound. He's running across as well. He's across as well. What's your speed? 45 miles an hour. North on 14, north on 14. Coming back up the Broadway. See what you do, get you stop before you get to Broadway. Not before check the problem. Check, he's approaching me now. Careful, because he does have a flat. 7-4 finna get beside him. He's going to be continuing north down to 14. North and 14 across the Broadway. Okay. Is the trooper that way in the pursuit? Negative, I do not see him. Looks like he's attempting to turn westbound onto the college. Westbound on the college. Correction, eastbound. Try to get on up there, see if we can box them in. Wie bewerten Sie das Verhalten der Polizei angesichts eines derart risikoreichen Angriffs? Wie entscheidend ist Ihrer Meinung nach in solchen Situationen die Luftunterstützung? Ich freue mich auf Ihre Meinungen. Box in right here. Alright, continuing north on McCallum. North on McCallum. I'm going to 7-4. Well, you got units. Alright, still north. Still north, coming up on Barton. Continuing north, past Barton. I'm gonna slump this motherfucker's face in. I got 18, service road. Yeah, get up to the service road. It's gonna be tough. Hey, who's the fucking ass? Who's the fucking ass? Who's the fucking ass? Who's the fucking Die Verdächtigen, die mit ihrem Fahrzeug auf die Polizisten zurasten, um einer von zahlreichen Polizisten durchgeführten Anhaltemaßnahme zu entkommen, verursachten den Tod von 2 Polizisten. Die Verdächtigen konnten durch Schüsse unschädlich gemacht werden. Wir mussten einige der schockierenden Aufnahmen aus der Dashcam zensieren. Am Morgen des 23. November 2015 erhielt die Polizei von New Jersey einen Hinweis auf ein schwarzes Fahrzeug, das auf der Nordfahrbahn der Autobahn in Richtung Süden, also in falscher Fahrtrichtung, unterwegs war. Die nächstgelegenen Polizeikräfte wurden zum Einsatzort geschickt. Es drohte ein großes Chaos.
Der Verdächtige fuhr furchtlos auf die anderen Fahrzeuge zu. Nachdem der Fahrer auf die richtige Fahrspur gewechselt war, erhöhte er die Geschwindigkeit und setzte seine Flucht fort. Hinter der derart unkontrollierten Flucht des Verdächtigen steckten nicht nur Panik, sondern auch schwerwiegende Verkehrsverstöße und der Verdacht auf eine mögliche Vorstrafe. Während der Verfolgungsjagd erreichte der Verdächtige Geschwindigkeiten von bis zu etwa 150 Kilometer pro Stunde. Woher verfolgt ihr uns? Teilt es uns bitte in den Kommentaren mit. Habt ihr auch so einen interessanten Moment im Straßenverkehr erlebt? Bitte unterstützt uns, indem ihr unser Video liked, damit wir weiterhin solche Videos veröffentlichen können. Die Verfolgungsjagd endete schließlich durch das professionelle Eingreifen der Polizei und dadurch, dass das verdächtige Fahrzeug im dichten Verkehr stecken blieb. Der Verdächtige wurde aus dem Fahrzeug geholt, überwältigt und mit Handschellen gefesselt in Gewahrsam genommen. Die Polizei wollte ein Grappler-Gerät einsetzen, um einen gesuchten Verdächtigen zu stoppen, doch das Ergebnis fiel anders aus. Als sie das Hinterrad des Fahrzeugs blockieren wollten, geriet das Fahrzeug außer Kontrolle und prallte gegen die Wand eines Hauses. Der Hausbesitzer konnte sich im letzten Moment retten. Der Fahrer war im Fahrzeug eingeklemmt. Was halten Sie von dieser Technologie?
Ein Mann, der 15 Jahre im Gefängnis verbracht hatte, blieb auch nach seiner Entlassung nicht ruhig. Die Polizei wollte einen silberfarbenen Chevy Silverado Pickup anhalten, da dieser gefährliche Fahrmanöver vollführte. Anstatt der Aufforderung zum Anhalten nachzukommen, trat der Fahrer Rieden das Gaspedal durch und löste damit eine Verfolgungsjagd mit Geschwindigkeiten von über 160 Kilometer pro Stunde aus. Der Verdächtige erhöhte nicht nur seine Geschwindigkeit, sondern begann auch im Zickzack zwischen den Fahrzeugen hindurchzufahren. Das war erst der Anfang. Die Verfolgungsjagd sollte bald noch heftiger werden. I'll take over the radio. Last time I walked in 151. See this 99 mile per hour. Light traffic. Hey, do you want to go ahead and take over? I can take Der Fahrer rammte das Polizeifahrzeug absichtlich mit hoher Geschwindigkeit. Das Polizeifahrzeug kam nicht von der Straße ab, erlitt jedoch schweren Schaden. Der Verdächtige rammte das Polizeifahrzeug erneut und diesmal verloren beide Fahrzeuge die Kontrolle. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Das Vorderrad des Silverado brach ab und das Fahrzeug verließ die Unfallstelle. Der Fahrer, der beim Versuch, das Polizeifahrzeug von der Straße zu drängen, sein eigenes Fahrzeug schwer beschädigte, verringerte damit seine Fluchtchancen erheblich. Come out.
Die Geschwindigkeit der Verfolgungsjagd, die mit 160 Kilometer pro Stunde begonnen hatte, war deutlich gesunken. Der Fahrer, der mit nur 3 Rädern zu fliehen versuchte, konnte nicht schneller fahren. Durch den absichtlichen Zusammenstoß mit dem Polizeifahrzeug hatte der Fahrer sein Fahrzeug außer Gefecht gesetzt. All diese Ereignisse ließen die Spannung der Verfolgungsjagd deutlich ansteigen. Dass der Verdächtige nach 15 Jahren Haft erneut straffällig wurde und die Polizisten angriff, spiegelte sich auf sehr interessante Weise in der Dashcam wider. Während viele Verdächtige alles tun, um nicht wieder ins Gefängnis zu müssen, war dies dem Fahrer völlig egal. Als der Fahrer mit seinem dreirädrigen Fahrzeug von der Straße abkam, wurde sofort ein PIT-Manöver durchgeführt, woraufhin das Fahrzeug zum Stillstand kam. Im Fahrzeug wurden insgesamt 10 Alkoholflaschen, davon 6 leere und 4 gefüllte, sowie verbotene Substanzen und verschreibungspflichtige Medikamente sichergestellt. Der Verdächtige versuchte, eine interessante Verteidigung aufzubauen, indem er bei seiner Festnahme behauptete, er werde vom Kartell verfolgt und müsse in das Zeugenschutzprogramm aufgenommen werden. Im Fahrzeug wurden insgesamt 10 Alkoholflaschen, davon 6 leere und 4 gefüllte, sowie verbotene Substanzen und verschreibungspflichtige Medikamente sichergestellt. Der Verdächtige versuchte, eine interessante Verteidigung aufzubauen, indem er bei seiner Festnahme behauptete, er werde vom Kartell verfolgt und müsse in das Zeugenschutzprogramm aufgenommen werden. Der Verdächtige wurde aufgrund zahlreicher schwerer Anklagepunkte wie Angriff auf Polizeibeamte, Flucht vor der Polizei, Trunkenheit am Steuer und Besitz verbotener Substanzen erneut hinter Gitter gebracht. Damit Chicritium ani citation dich hinter sich Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, um weitere Videos zu sehen. Bis bald.